Also hier im Botanischen Garten lautet unsere Mission eigentlich biologische Vielfalt und Mensch. Und wir beschäftigen uns eigentlich relativ breit gefächert mit dem Thema. Wir hatten gerade eine Führung, wo wir einen Blick zurückgeworfen haben auf die Evolution der Pflanzen und wie es eigentlich zu dieser Vielfalt kam. Menschen und Biodiversität sind ja eigentlich ziemlich eng verbunden. Also gerade die Pflanzenbiodiversität ist unglaublich wichtig für uns. Und leider wissen wir, dass die Biodiversität heutzutage stark zurückgeht. Und deswegen ist es wirklich in unserem eigenen Interesse, wenn wir es schaffen, diesen Biodiversitätsverlust eigentlich zu reduzieren, wenn nicht sogar ganz zu stoppen. Schwierig ist es oft, dass die Umwelt, die uns umgibt, eigentlich selbst so komplex ist. Also relativ häufig lässt sich schwer ein einziger Grund für irgendwas isolieren, der wirklich der auslösende Faktor ist, warum zum Beispiel Arten zurückgehen oder verschwinden. Und natürlich die Komplexität unserer eigenen Gesellschaft ist schwierig, denn wenn nicht jeder mitzieht, ist es dann manchmal auch schwierig, Lösungen umzusetzen, selbst wenn man sie eigentlich gefunden hat. Und da haben wir ganz verschiedene Ansätze hier im Garten, wo ja ganz viele Pflanzen kultiviert werden, quasi ex situ, also außerhalb von ihrem Naturstandort, bietet es sich an, zum Beispiel Ex-situ-Kulturen von gefährdeten und seltenen Pflanzen durchzuführen. Und gleichzeitig haben wir im Garten eben die tolle Möglichkeit, dann mit unseren Erkenntnissen, die wir gewinnen, das Ganze nicht ausschließlich in wissenschaftlichen Zeitschriften zu publizieren, sondern ein ganz tolles, vielfältiges Publikum auch ansprechen zu können. Und auf die Art können wir eigentlich ganz toll zu Multiplikatoren werden und Leuten zum Beispiel zeigen, was jeder selbst zu Hause auf seinem Balkon machen kann, um die lokale Biodiversität zu fördern.